Erneuerbare Energien sind unsere Zukunft. Darüber ist sich der Löwenanteil von Politik und Wissenschaft sicher. Und das Potenzial von erneuerbaren Energien ist riesengroß. Theoretisch lässt sich aus Sonne, Wind, Biomasse, Wasser und Erdwärme tausendfach mehr Energie gewinnen, als wir Menschen eigentlich brauchen. Die Erneuerbaren sind nicht nur wichtig im Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch eine große Chance, uns unabhängiger zu machen, damit wir nicht mehr auf Gas und Öl aus Ländern wie Russland und Saudi-Arabien angewiesen sind. Trotz vieler Vorteile gibt es aber auch Menschen, die die Windkraft klar ablehnen oder zumindest Kritik daran äußern. Auch aus der Politik. Manchmal werden auch ziemlich weirde Thesen verbreitet. Immer wieder tauchen auch solche Schlagzeilen auf. Infraschall. Die unsichtbare Gefahr der Windkraftanlagen. Sterben Vögel durch Windräder? Alarmierende Studie. Klimaerwärmung durch Windräder? Das sind natürlich krasse Thesen, die Zweifel wecken können. Kein Wunder also, dass teilweise auch ziemlich viel gegen Windkraft protestiert wird. Zum Beispiel mit solchen Plakaten hier. Aber was ist an den ganzen Sorgen dran und woher kommen sie? In diesem Video checken wir, ob Windkraft wirklich gefährlich für Menschen, Klima und Umwelt sein kann oder ob das alles nur Panikmache ist. Willkommen beim ZDF Background Check. Es muss sich etwas ändern, und zwar schnell. Das merken wir spätestens seitdem der Energieimport aus Russland massiv reduziert wurde und die Energiekosten und Benzinpreise letzten Winter explodiert sind. Auf erneuerbare Energien können wir nicht mehr verzichten. Und nicht nur was die Versorgungssicherheit betrifft. Expertinnen und Experten sind sich ziemlich einig, Erneuerbare sind unverzichtbar, um das 1,5 Grad Ziel noch ansatzweise zu packen. Deshalb wird der Ausbau von erneuerbaren Energien stark vorangetrieben. Mittlerweile stehen in Deutschland ungefähr 30.000 Windkraftanlagen. Im ersten Halbjahr 2023 lag der Anteil von Windenergie über dem von Kohle. Damit war sie die wichtigste Stromquelle. Bei der Stromerzeugung durch Windkraft wird null CO2 produziert. Auch wenn bei der Herstellung der Anlagen selbst CO2 entsteht, ist das immer noch nur ein Bruchteil der Kohlendioxidmengen, die Gas- und Kohlekraftwerke im Betrieb ausstoßen. Das heißt, jede Windkraftanlage, die einen fossilen Energieträger ersetzt, spart CO2. Bei modernen Anlagen sind es pro Windrad bis zu 10.000 Tonnen im Jahr. In 2022 wurden durch Windkraftanlagen insgesamt ca. 95 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das war fast ein Sechstel des gesamten deutschen Ausstoßes in dem Jahr. Windkraft ist also ein wichtiger Teil der Energiewende, aber sie hat auch viele Gegnerinnen und Gegner. Einige kritisieren zum Beispiel die Effizienz oder auch die Entsorgung und das Recycling der Rotorblätter. Aber manche sorgen sich auch um ihre Gesundheit. Ist da wirklich was dran? Schuld daran soll das sogenannte Wind Turbine Syndrome sein. Das ist ein Phänomen, das unterschiedliche Symptome beschreibt, von denen Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe von Windkraftanlagen sprechen. Dazu gehören zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel oder Schlafstörungen. Das soll an Infraschall liegen, der von den Windkraftanlagen ausgeht. Infraschall sind Schallwellen in einem Bereich, den wir Menschen nicht hören können, also unter 20 Hertz. Die Einheit Hertz gibt die Schwingung des Schalls pro Sekunde an. Er entsteht zum Beispiel in der Industrie, im Verkehr, aber auch in der Natur durch Windböen und eben auch durch Windkraftanlagen. Im Gegensatz zu hörbarem Schall gibt es zu Infraschall relativ wenige Untersuchungen. Super lange hat man sich deshalb nur auf einen bestimmten Bericht gestützt, und zwar von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Der wurde 2005 veröffentlicht. Und darin wurden sehr, sehr hohe Infraschallwerte für Windräder angegeben. Und zwar um die 100 Dezibel. Dezibel geben den sogenannten Schalldruckpegel an, also die Intensität von Schall. Wenn die Schallintensität bei Infraschall besonders hoch ist, wird er auch von uns Menschen wahrnehmbar. Die Studie vom BGR wurde von Anfang an in Expertenkreisen ziemlich kritisch betrachtet. Unter anderem, weil andere Messungen in der Regel nur auf um die 60 Dezibel gekommen sind. An der Stelle ist noch wichtig, wenn man direkt unter einem Windrad steht, kann die Belastung natürlich höher sein. Die Werte beziehen sich auf den Umkreis ab 80 Meter Entfernung. 2021 hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe dann einen ziemlich großen Messfehler eingeräumt. Durch diesen Fehler waren die Angaben 36 Dezibel zu hoch. Klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so krass, aber die Dezibelskala und somit auch die Schallleistung steigt exponentiell an. 36 Dezibel entsprechen einer Steigerung um den Faktor 4000. Der Wissenschaftler Stefan Holzheu, der den Rechenfehler entdeckt hat, spricht von einem groben wissenschaftlichen Fehler. Und auch der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich dafür ganz öffentlich entschuldigt. Er sprach damals selbst davon, dass Welten zwischen den BGR-Werten und der Realität liegen.
Und diese Welten sind in dem Fall ziemlich entscheidend. Ab 100 Dezibel kann es nämlich zu körperlichen Auswirkungen kommen. Die Grenze kann hier zwar etwas variieren, weil jeder Mensch anders reagiert, aber trotzdem ist ab solchen Werten Vorsicht geboten. Mittlerweile haben Forschungsgruppen die Auswirkungen mal genauer gecheckt. Zum Beispiel wurden in einer Studie 38 Testpersonen über einen Monat hinweg mit einem Schallgerät ausgestattet. Manche haben echte Infraschallgeräte bekommen, andere nur Attrappen. Wer welches Gerät bekommt, wurde aber nicht kommuniziert. Am Ende konnten bei keiner der Testgruppen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System, den Schlaf oder die mentale Gesundheit festgestellt werden. Man muss an der Stelle aber einschieben, dass es noch keine Langzeitstudien zu der Belastung gibt. Aktuell gibt es aber keine Ergebnisse, die bestätigen, dass Windkraftanlagen ein reales Gesundheitsrisiko sind. An der Stelle kommt dann der Nocebo-Effekt ins Spiel. Ja, richtig gehört, nicht Placebo, Nocebo. Quasi der Bruder des Placebo-Effekts. Aber auf jeden Fall das schwarze Schaf der Familie. Nocebo lässt sich aus dem Lateinischen übersetzen, und zwar mit „Ich werde schaden". Menschen, bei denen der Effekt auftritt, entwickeln ihre Symptome erst durch den Glauben daran, dass etwas schädlich ist. Sowas kann auch bei Medikamenten passieren. Zum Beispiel gab es folgenden Fall. Eine Person hat im Rahmen einer Studie nur Placebomittel bekommen, ist aber mit einer vermeintlichen Überdosis ins Krankenhaus gekommen. Und zwar zitternd und mit super niedrigem Blutdruck. Als die Person dann erfahren hat, dass sie nur ein Scheinmedikament bekommen hat, waren die Symptome sehr schnell wieder weg. Genau der Effekt soll eben auch bei Windkraft auftreten. Man konnte bei Betroffenen zwar körperliche Symptome feststellen, aber eben keine organischen Gründe. Das legt zumindest die Annahme nahe, dass die Symptome psychosomatisch sind. Also es weist erstmal nichts darauf hin, dass Windräder wirklich krank machen. Die Langzeitauswirkungen von Infraschall müssen aber noch genauer untersucht werden. Manche Menschen, die Windkraft ablehnen, behaupten nicht nur, dass Windkraftanlagen krank machen, Windräder sollen angeblich sogar klimaschädlich sein. Das wird immer wieder auf Social Media behauptet, unter anderem von der AfD. Schuld soll ein bestimmtes Treibhausgas sein, und zwar Schwefelhexafluorid, abgekürzt als SF6. Und ja, das schon mal vorab, das Gas ist ziemlich klimaschädlich. SF6 hat von allen Gasen, die man so kennt, sogar die höchste Treibhauswirkung. Die Zahlen schwanken hier ein bisschen, aber die Wirkung soll ca. 25.000 Mal stärker sein als bei Kohlendioxid. Und damit es nicht zu verwirrend wird, CO2 wird als Richtwert für die Treibhauswirkung benutzt, weil es weltweit den größten Anteil am Treibhauseffekt hat. Das heißt, man rechnet immer in CO2-Äquivalente um den Effekt aufs Klima anzugeben. SF6 ist aber nicht nur extrem klimaschädlich. Wenn es einmal entweicht, bleibt es auch bis zu 3200 Jahre in der Atmosphäre. Das ist tatsächlich ein Problem, aber eins, das auch schon sehr lange bekannt ist. Schon 1997 wurde im Kyoto-Protokoll eine Grenze für das Gas festgelegt. Allerdings ist es in der Industrie super beliebt, weil es sehr gute elektrische Eigenschaften hat. Es wird zum Beispiel genutzt, um elektrische Leitungen zu isolieren, weil es kaum mit anderen Stoffen reagiert. Unter anderem setzt man es eben in den Schaltanlagen von Windrädern ein. Um die festgelegten Grenzwerte einzuhalten, wurde in der Industrie beschlossen, das Gas nur noch in geschlossenen Systemen bzw. Kreisläufen zu benutzen. Also das Gas bleibt konstant in den Anlagen. Außerdem wird beim Befüllen, bei der Nutzung und auch beim Recycling der Anlagen sehr stark darauf geachtet, dass das Gas nicht entweicht. Aber natürlich gibt es immer ein gewisses Restrisiko. Deshalb ist die Industrie verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, wie viel Gas in die Atmosphäre austritt. Und nach eigenen Angaben wurden die Werte bisher immer eingehalten. Aber auch unabhängige Institutionen wie das Umweltbundesamt haben das Ganze natürlich mal gecheckt. Und ich sag mal so, das ist in dem Fall für die Industrie etwas in die Hose gegangen. Auswertungen vom Umweltbundesamt haben nämlich ergeben, dass die Angaben der Industrie nicht stimmen können. Denn die Konzentration von SF6 in der Atmosphäre ist wohl höher als gedacht und hat in Deutschland einen stärkeren Treibhauseffekt als der innerdeutsche Flugverkehr. Deutschland ist im Übrigen der größte SF6-Emittent in Europa. Aber nicht falsch verstehen, das bezieht sich nicht nur auf die Windkraft, sondern auf die gesamte Industrie. SF6 wird in sehr vielen Bereichen genutzt. Es wird nicht nur in Windkraftschaltanlagen verbaut, sondern zum Beispiel auch bei Solarkraftanlagen, Kohle- oder Atomkraftwerken und in ganz verschiedenen elektronischen Geräten. Besonders viel SF6 wird aber heute noch durch Schallschutzfenster ausgestoßen. Bei denen darf SF6 zwar schon seit 2006 nicht mehr verbaut werden, aber trotzdem gibt es halt noch viele, die übrig sind und durch die das Gas weiter austritt. Der Ausstoß von SF6 durch Windkraft ist dem Umweltbundesamt nach dafür sehr gering, denn die modernen
Schaltanlagen von Windrädern sind nicht sehr anfällig für Lecks. Bei sachgerechter Wartung und Entsorgung liegt das Risiko, dass überhaupt Gas austritt, bei unter 0,5%. Im Normalbetrieb entweichen pro Anlage nur 0,0705 Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr. Die voraussichtliche Belastung ist hier also minimal. Abgesehen davon sind die Einsparpotenziale von CO2 durch Windräder so hoch, dass sie auch mit einer höheren SF6-Belastung einen positiven Effekt auf das Klima hätten. Obwohl das Risiko eher gering ist, hat die EU das Problem trotzdem auf dem Schirm und hat deshalb festgelegt, dass ab 2030 kein SF6 mehr in Schaltanlagen eingesetzt werden darf. So, das haben wir schon mal geklärt. Es gibt aber noch andere Behauptungen, die sich direkt auf die Aktivität von Windrädern beziehen. Angeblich sollen Windräder auch zu mehr Dürren führen und das Klima aufheizen. Auch das ist ein Gerücht, das immer wieder in den Medien verbreitet wird, sei es von Privatpersonen oder durch Sharepics der AfD. Die Dürren sollen an manchen Orten entstehen, weil Windräder angeblich weiterziehende Wolken stoppen. Dadurch soll es dann eben in manchen Gebieten nicht regnen und das soll zum Beispiel in Südeuropa zu mehr Waldbränden führen. Das klingt ziemlich absurd. Windräder sind nicht in der Lage, Wolken zu beeinflussen. Man kann fast eher sagen, es ist andersherum. Bei sogenannten Tiefdruckgebieten ist das Wetter in der Regel schlechter. Wolken ziehen auf, es regnet und es wird windig. Das heißt auch, Windräder lieben Tiefdruckgebiete. Und sie kommen eben vor allem in Schwung, wenn Wolken am Himmel sind. Aber sie bremsen sie nicht aus. Also, dass Windräder Wolken aufhalten und es dadurch an einigen Orten nicht regnet und Dürren entstehen, ist ganz klar falsch. Eine andere Behauptung, die an diesen Mythos anknüpft, ist die, dass Windräder das globale Klima aufheizen. Angeblich sollen Windräder nämlich die Luft erwärmen und dadurch eben auch das Klima. Auch hier kann ich schon vorwegnehmen, das ist ebenfalls ziemlicher Quatsch. Was allerdings stimmt, ist, dass Windräder das sogenannte Mikroklima beeinflussen können. Je nach Luftverteilung ist die Luft zum Beispiel unten am Boden kälter und feuchter und dafür weiter oben in den Luftschichten etwas wärmer und trockener. Wenn dort jetzt ein Windrad aktiv ist, durchmischt es die Luftmasse. Die Luft wird von oben nach unten gedrückt und andersherum. Und dadurch ändern sich auch die Feuchtigkeit und Wärme in den jeweiligen Schichten. Also ja, Windräder können das Mikroklima beeinflussen, auf das globale Klima haben sie allerdings keinen Einfluss und sie lösen auch keine Trockenwellen aus. Das heißt, dass Windräder eigentlich nicht gut, sondern schlecht für unser Klima sind, können wir definitiv ausschließen. Windräder sollen manchen Leuten nach aber nicht nur eine Gefahr für uns Menschen selbst und das Klima sein, sondern auch für Flugtiere. Kritikerinnen und Kritiker behaupten nämlich, dass Windräder für ein Massensterben von Vögeln verantwortlich sind. Dazu gibt es häufig auch heftige Diskussionen auf Social-Media-Plattformen und auch der NABU, der Naturschutzbund, hat sich in der Vergangenheit kritisch geäußert. Zusammen mit einigen Vogel- und Naturschutzorganisationen hat das schwedische Energieunternehmen Vattenfall deshalb eine neue Studie mit Offshore-Windanlagen durchgeführt. Über ein halbes Jahr wurden da Küstenvögel getrackt und über 10.000 Videos aufgezeichnet. In dem Zeitraum gab es tatsächlich keinen einzigen Zusammenstoß zwischen Vögeln und Windrädern. In der Studie haben die Forschenden nämlich festgestellt, dass fast alle Vogelarten ihre Flugrouten einfach angepasst haben und zwischen den Windrädern hindurchgeflogen sind. Das sind erstmal Good News, aber Achtung, das heißt jetzt auch nicht, dass Windräder gar keine Gefahr für Vögel darstellen. Es stehen ja nicht alle Windkraftanlagen offshore, sondern auch viele an Land. Andere Studien kommen darauf, dass Vögel in der Nähe von Windkraftanlagen ein 50% höheres Sterberisiko haben. Von einem Massensterben zu sprechen, ist aber noch ziemlich übertrieben. Mal so zum Vergleich. Pro Jahr sterben ca. 100.000 Vögel durch Windkraftanlagen. Durch Glasscheiben sind es ca. 1000 Mal mehr und auch durch Katzen sind es ungefähr 600 Mal so viele. Ja, Windräder sind eine Gefahr für manche Flugtiere, aber sie führen nicht zu einer Art Massensterben der Tiere. Es gibt aber andere Flugtiere, die gefährdeter sind. Fledermäuse. Pro Jahr sterben so zwischen 200.000 und 300.000 Fledermäuse durch Windräder. Vor allem, wenn die Anlagen im Wald aufgestellt werden, ist das für die Tiere ein Problem. Aber warum sind Windräder für Fledermäuse so gefährlich? Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Tiere zu Schaden kommen und sterben. Entweder sie kollidieren mit den Rotorblättern oder sie leiden unter dem sogenannten Barotrauma. Beim Barotrauma platzen die Lungen und die inneren Organe der Fledermäuse. Und zwar, weil es durch die Windräder zu Luftdruckveränderungen kommt. Abgesehen davon verkleinert sich aber auch ihr Lebensraum, wenn Windräder in Wäldern aufgestellt werden. Zwar gibt es Aufforstungen, aber die reichen oft noch nicht aus.
Deshalb wird zum Beispiel versucht, den Betrieb von Windrädern an das Flugverhalten der Tiere anzupassen. Manche Windräder werden also zum Beispiel zu ihren Flugzeiten ausgeschaltet. Außerdem müssen Ausgleichsflächen für die Tiere geschaffen werden. Nicht nur für Fledermäuse, sondern eben auch für Vögel. Seit Juni 2022 gibt es dafür auch eine Änderung im Bundesnaturschutzgesetz, durch die Artenhilfsprogramme gefördert werden sollen. Es gibt also in manchen Bereichen noch Handlungsbedarf. Windkraft deshalb zu verteufeln ist aber Quatsch. Lass uns mal zusammenfassen. Die Mythen, die zu Windkraft kursieren, sind zum großen Teil übertrieben oder basieren auf falschen Fakten oder falschen Interpretationen. Für die Argumentationsart der Windkraftgegnerinnen und Gegner gibt es einen Namen: ungenaue Induktion. Das ist eine Art der Wissenschaftsleugnung. Dabei werden Teilaspekte auf das gesamte Phänomen übertragen oder aus Einzelheiten und bestimmten Beobachtungen werden bewusst falsche Schlüsse gezogen. So wird eine Wissenschaftlichkeit vorgetäuscht, die die Glaubwürdigkeit von Leuten, die gegen Windkraft Position beziehen, stärken soll. Und das spielt bestimmten Gruppierungen in die Karten. Zum Beispiel auch dem EIKE-Institut. EIKE steht für Europäische Institution für Klima und Energie. Das ist ein eingetragener Verein, der vor allem eins macht: den Klimawandel leugnen. Das Institut bezeichnet Klimawissenschaft als Mittel der politischen Instrumentalisierung. Und zwar, um Veränderungen in der Energiepolitik voranzutreiben und um damit Geld zu machen. Angeblich soll das alles nur eine Methode sein, um den Profiteuren unter anderem Steuergelder in den Rachen zu werfen. Auf der Institutsseite wird hier von der Chimäre Klimawandel gesprochen. Mal kurz zur Einordnung: Die Chimäre ist ein Fabelwesen aus der griechischen Mythologie. Im Prinzip wird hier also der Klimawandel zum Mythos degradiert. Auch wenn man meinen sollte, dass man es nicht mehr betonen muss, der menschgemachte Klimawandel ist in der seriösen Wissenschaft nicht umstritten. Aber was haben denn die Leute davon, den Klimawandel zu leugnen? Häufig sind es Menschen oder Konzerne mit einer politischen oder wirtschaftlichen Agenda, die versuchen, den Klimawandel zu relativieren. Zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter der Öl- und Kohlewirtschaft, die kein Interesse daran haben, dass fossile Energien ersetzt werden. Um die eigenen wirtschaftlichen Interessen zu schützen, werden aus diesen Kreisen Fehlinformationen über das Klima verbreitet. Schon 1965 hat ein Expertenbericht aus den USA einen Anstieg der CO2-Emissionen von 25% bis ins Jahr 2000 vorausgesagt. Und eben auch, dass es dadurch schädliche Klimaveränderungen geben wird. Und spätestens seit Anfang der 90er Jahre wusste man dann durch einen Bericht des Weltklimarats, dass die globale Erderwärmung Realität ist. Seitdem versuchen fossile Energiekonzerne massive Zweifel zu säen und betreiben richtige Abwehrkampagnen gegen den Klimaschutz. 1998 wurde sogar ein Strategieplan vom American Petroleum Institute geleakt, der genau das beweist. Unter anderem auch, dass Fachleute gekauft wurden, um Fehlinformationen zu verbreiten. Konzerne wie BP, Shell oder Total sollen $200 Millionen jährlich für Lobbyarbeit gegen Klimaschutz ausgegeben haben. Und auch Russland oder Saudi-Arabien, die ja extrem von Erdöl- oder Erdgasexporten profitieren, versuchen immer wieder die Auswirkungen fossiler Energien zu relativieren. Putin hat noch vor ein paar Jahren behauptet, die Erderwärmung entstehe durch kosmische Veränderungen. Und bei einigen Leuten fällt diese Desinformation auf fruchtbaren Boden. Grund dafür ist Fachleuten nach häufig Angst. Wo Angst herrscht, ist Leugnung manchmal die leichtere Alternative. Wie sieht es denn bei euch aus? Was haltet ihr von Windkraft und kennt ihr Leute, die sich ganz klar gegen sie aussprechen oder sie für gefährlich halten? Schreibt es mal in die Kommentare. Und auch wenn euch andere Mythen oder Verschwörungserzählungen interessieren, die wir hier mal checken sollen. In unserem letzten Background-Check-Video ging es übrigens um die Erzählung vom großen Austausch und was sie so gefährlich macht. Falls euch das interessiert, findet ihr das Video hier und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren.